Concealer, Make-up, Lippenstift, Serum, Wimperntusche, Sonnencreme. Kosmetikprodukte gibt es en masse. Bei vielen, die sie nutzen, sammelt sich so einiges davon an. So auch bei Jeannie Limke. Sie ist gerade nach Frankfurt gezogen, mitsamt einem ordentlich gefüllten Badezimmerschrank. Ich hebe das deswegen so lange auf, weil das teilweise auch Sachen sind, die teuer waren. Die sind zwar alt, aber die waren teuer und dann finde ich es irgendwie auch schade, die wegzuschmeißen. Heute wird aussortiert. Aber woran erkennt Jeannie jetzt, ob die Kosmetikprodukte noch nutzbar sind oder in den Müll gehören? Das wollen wir genauer wissen. Shabi Shadbari führt in Frankfurt ein Kosmetikinstitut. Sie sagt, um Hautreizungen und Schäden durch sich verändernde Inhaltsstoffe zu verhindern, gilt es einiges zu beachten. Hier zum Beispiel sehen wir, bis wann das Produkt gültig ist. Da haben wir hier einen Monat, der 10. Monat 2023. Und auf dem Produkt sieht man dann zum Beispiel ein Cremetiegel. Das ist so eine Cremedose und da steht 9M. Das heißt, dieses Produkt ist nach Anbruch genau 9 Monate mindesthaltbar. Auf den meisten Verpackungen steht kühl und dunkel lagern. Das ist wichtig für die Haltbarkeit. Die Produkte sind so konzipiert und so zusammengestellt worden, dass sie nicht in den Kühlschrank müssen. Es reicht wirklich, wenn sie im Badezimmerschrank im Schrank liegen, die Türen zu sind, der Deckel drauf liegt, die Flaschen gut zudrehen, kein Licht sollte drauf fallen. Auch in der Anwendung lässt sich die Haltbarkeit von Kosmetik bewahren. Pinsel und Schwämmchen reinigen und vor allem direkten Hautkontakt zu Produkten vermeiden, um Bakterien fernzuhalten. Das kann die Haltbarkeit verlängern. Da kommen dann wieder unsere Sinne ins Spiel. Wir riechen dran, wir spüren das Produkt und schauen, ob es vielleicht noch einen Monat länger haltbar ist. Bei bestimmten Produkten muss man Verschiedenes beachten. Lidschattenpuder, das kann man schon länger nutzen, weil der Wasseranteil so gering ist, dass die Bakterien eigentlich weniger Chancen haben, sich zu vermehren. Und da kann man zum Beispiel einen Lidschatten bis zu 2-3 Jahre nutzen, wenn er gut gelagert ist. Pudrige Kosmetika unbedingt in einem geschlossenen Kosmetikbeutel aufbewahren, sonst droht Schimmelgefahr durch die Feuchtigkeit im Bad. Eine Foundation, je nachdem, ob sie ölhaltiger oder wässriger ist, kann zwischen 6 bis 12 Monaten genutzt werden. Dann gibt es eine Phasentrennung, das heißt, der wässrige Anteil und der ölhaltige Anteil trennen sich. Das heißt, man sieht schon im Tiegel, dass oben die Ölschicht schwimmt und unten die wässrige Schicht. Und wenn man es dann auf die Hand zum Beispiel aufträgt, sieht man auch, dass die Konsistenz sich verändert hat. Und da kann man schon so eine Foundation oder so ein Make-up direkt in die Tonne werfen. Die sind meistens 6 bis 12 Monate haltbar. Wenn man merkt, dass die Wimperntusche bröckelt, direkt in den Müll werfen. Also Lippenstifte und Lipgloss zum Beispiel können sogar 2 bis 3 Jahre genutzt werden. Bei dem Lipgloss sollte man aber darauf achten, dass, wenn er zu klebrig dann mit der Zeit wird, dass das auch ein Zeichen ist, dass der Lipgloss abgelaufen ist. Da würde man die Veränderung auch riechen. Man würde es auch sehen und genau wie bei der Foundation würde die Textur sich auch verändern. Serien unbedingt vor Licht schützen, Sonnencreme sollte sogar jedes Jahr erneuert werden. Bei Jeannie landet nun einiges im Müll. Sie will sich zukünftig das Anbruchdatum notieren. Aber der alte Lieblingsnagellack, der lässt sich noch retten. Wenige Tropfen Nagellackverdünner oder ölfreien acetonhaltigen Nagellackentferner hinzugeben und fertig.